Tag, willkommen bei Rothaus Bus. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir sind im Stress, ich sitze im Auto, fahre jetzt nach Hause, Alessandra wartet. In dieser Woche, in diesem Video, sind wir die letzten Tage in Deutschland. Noch 8 Tage, dann geht's los, dann geht's Richtung Süden. Das heißt, wir müssen alles in diesen Bus packen und es ist noch nichts drin. Ja, wir haben noch ein paar Sachen zu reparieren und wir müssen unsere Sachen per Spedition verfrachten. Also da kommt einiges, das sind straffe 8 Tage. Kommt mit, begleitet uns auf einer chaotischen Woche. Viel Spaß beim Video. Wir sind Rothaus Bus. Ich bin Alessandra. Und ich bin Björn. Wir haben einen 36 Jahre alten Bundeswehr T3 zu einem Weltreisemobil umgebaut. Immer mit dabei sind Mali und Wilma, unsere beiden Hundedamen. Unser nächstes großes Abenteuer ist Südamerika. Kommt mit und steigt ein. Ein weiterer Tag in unserem Chaos. Unglaublich, die Zeit rennt. Wir haben noch so viel zu machen. Es ist eine, wie soll ich sagen, es sieht aus, als hätte der Tornado hier durchgefegt. Wir müssen die Swingaways wieder ranmachen. Wir wollen unsere Front noch streichen, weil ich Idiot ja beim letzten Mal über das Ding drüber gefahren bin, weil ich es nicht angeschraubt hatte. Die müssen wir auch noch schön machen. Der Rest ist eigentlich fertig, sind nur noch Kleinigkeiten, aber wir Spedition organisieren. Es werden ja unsere Sachen nach Italien verfrachtet und wir hauen in circa 8 Tagen hier ab. Das heißt, das bleibt nicht mehr viel Zeit und dementsprechend müssen wir jetzt erstmal ranklotzen. So, Swingaways hinten dran, den ganzen anderen Kram machen und dann sind wir wenigstens mal mit Hermann durch. Geschafft. So, die Dinger sind wieder dran. Mittlerweile sind wir auch echt schnell und vor allem kann wirklich sagen, in 5 Minuten mit Bordwerkzeug entfernt. Also insofern ein reines Anbauteil. So, weiter geht's. Wir packen die Sachen rein. Unser Chaos muss ja langsam beseitigt werden. Bei der Gelegenheit haben wir uns gedacht, auch mal alle Ersatzteile noch mal durchzugucken. Wer T3 fährt, kennt das ja. Lauter Schellen, Rohre, irgendwelches Hochleistungssilikon und Dichtmasse. Plus irgendwie alle Teile, die irgendwie kaputt gehen können. Wir haben sogar ein zweites Cockpit in Einzelteilen dabei. Also insofern ja, geht jetzt alles noch mal, gucken wir uns alles nochmal an, damit wir auch wissen, was wir wirklich mitnehmen wollen, was passt, was wir noch brauchen. Ja, und dann rein ins Auto damit. Gleichzeitig haben wir uns gedacht, also ich habe noch 2 Dosen gekauft, Hohlraumversiegelung. Und wir gehen nochmal alle Hohlräume durch, sprühen überall die Masse da rein, damit uns da der Rost auf der Tour nicht ansetzt. Allora, Bjorn è in crisi d'astinenza da fette biscottate che le abbiamo portate dall'Italia ma sono finite. Quindi oggi al supermercato ha comprato le Zwieback, la versione tedesca delle fette biscottate. Also sie sagt, dass es die deutsche Version von Fette Biscottate ist. Also ich bin der Meinung, es ist Zwieback. Und Fette Biscottate, wer uns verfolgt, ist ja unser Frühstück, schmeckt anders. Ich werde es jetzt testen. Ich mache auf, ja? Genau. Ich krieg's nicht auf. Jetzt. Zwieback. Versus fette biscottate. Genau, hier kommt die letzte Packung Fette Biscottate. No, la vista è differente. Die Form sieht anders aus.
Es riecht auch nach Zwieback. Also wer Zwieback kennt, wenn einem krank ist, es riecht nicht gleich. Hier, probier mal, riech mal. Sì, no, non ha un odore interessante. So, vamos a ver. Lass mal gucken, ob das jetzt gleich ist oder nicht. Ich schmiere meinen Zwieback. Mit Marmelade. Homemade Marmelade. Homemade Marmelade, ja, von meiner Mutter. Kupferfelsenbeere. Wächst an einem Strauch und sieht aus wie Blaubeere. So, jetzt. So, und dann kommt da Milch rauf. So, und jetzt bin ich gespannt, ob fette Biscottate Forza. und Zwieback irgendwie gleich sind. Sono curiosa del risultato finale, del tuo voto. Viel knuspriger. Però non fanno quella bel mix tra fetta biscottata e marmellata, no? Quando no hai fette Biscottate, Zwieback ist okay. also wenn es keine fette Biscottate gibt, ist der Zwieback auch nicht schlecht. Ja, kann ich mit leben. Gut. 4 to 6 days later. Der Countdown läuft, also die Zeit rennt. Wir haben nicht mehr viel Zeit. In 2 Tagen verlassen wir hier Berlin oder Walsleben. Wir sind ja bei meiner Familie. Und dann geht es Richtung Süden. Und da wir nicht vorhaben, nachdem wir unsere Südamerika-Reise irgendwann mal hinter uns haben, wieder nach Deutschland zurückzukommen, zumindest mal nicht mehr zum Wohnen, kommt unser ganzer Scheiß per Spedition nach Italien. Und jetzt müssen wir den Blödsinn auf Europaletten packen und natürlich ordentlich verpacken, weil mit Stückgut wird ja nicht so ordentlich umgegangen. Und dann hoffen wir, dass unser Zeug da ordentlich ankommt. So, auf geht's. A few moments later. More moments later. So, die Scheiße mit Stretchfolie gemacht, damit es fest ist. Jetzt kommt da noch ein Spanngurt rum und dann sollte der Scheiß nach Italien transportierbar sein. Wichtig ist ja, dass das nicht auseinanderfällt und dass wir nicht unsere ganzen Sachen in Einzelteilen da kriegen. So, jetzt hoffen wir mal, dass es hinhaut und dass morgen der Spediteur den Scheiß einfach so mitnimmt. Es ist soweit. Die Zeit, also der Countdown läuft, die Zeit rennt uns davon. Wir haben heute den letzten Tag, den wir jetzt noch hier in Deutschland sind. Morgen geht es dann los Richtung Süden. Wir verlassen Deutschland, bevor es dann endgültig raus aus Europa geht. Und heute ist noch ein ganzer Haufen Scheiß zu tun. Alles muss in den Bus rein. Das ist ja alles noch im Haus meiner Mutter. Und wir müssen auch noch ein bisschen am Arbeiten am Bus, wie immer. Wir sind natürlich noch nicht fertig. Ich Idiot bin ja, verstreut wie ich bin, über dieses Teil drüber gefahren. Das heißt, ich habe mir ein neues bestellt und wie ihr vielleicht sehen könnt, ist das potthässlich und das Original
VW-Zeichen ist schwarz matt und das Ding ist irgendwie schwarz glänzend. Das sieht also scheiße aus. Dementsprechend werde ich da heute noch so einen Kunststoff-Strukturlack draufklatschen. So, damit der Wagen auch wieder vorne schön aussieht. Dann kommt der ganze Kram ins Auto und ja, unser Umzugszeug wurde heute Morgen schon abgeholt. Ja, und dann geht's morgen in aller Frühe los Richtung Italien zu Alessandras Familie verabschieden, bevor es dann endgültig Richtung Südamerika geht. Naja, und wie immer müssen wir natürlich erstmal schleifen, den ganzen alten Scheiß hier runterholen, der hier halb nur dran hängt. Und dann lackiere ich das untere Teil natürlich auch gleich mit, weil sonst sehen sie ja nicht gleich aus. Auf. So, wie immer. Wir haben zuerst geschliffen, nochmal geschliffen, dann den ganzen Dreck runtergeholt mit Silikonreiniger, entfettet. Und jetzt machen wir diesen Kunststoff-Strukturlack da drauf. Und der ist, wie soll ich sagen, der ist so cool, weil der so Bläschen wirft. Und dann sieht der echt aus wie so ein Kunststoffteil von vor 30 Jahren. Und die Dinger sollten danach wieder aussehen wie neu. Bin gespannt. Also den Lack, den muss man in 2 Schichten auftragen, in der Quer- und in der Längsrichtung. Und das ist überhaupt nicht so einfach, weil die Skitter natürlich nicht aus jeder Richtung die Farbe annimmt. Also insofern schwieriger als gedacht, ein ganz schönes Gefummel hier. Three hours later. Stück für Stück, wir kommen voran. Das rollende Chaos füllt sich. Wir haben zum Glück uns diese Hijacker eingebaut, weil der würde jetzt schon wieder total hinten runterhängen. Und mit den Stoßdämpfern gar nicht. Der steht gerade wie ein Brett. Also absolut cool, genau das, was wir wollten. Jetzt kommt der ganze Rest rein dort. Und ja, morgen geht's endlich los. Alessandra. Wir haben gesagt, wir nehmen nichts zu essen mit. Wir sind schon wieder voll mit Essen. Was ist das alles Leckeres hier? Nur ein bisschen für ein paar Tage. Wir haben total viel Marmelade von meiner Mutter bekommen. Wir haben, die leckeren Sachen, die wir mitnehmen müssen, haben wir halt dabei. Und schon wieder ist das Auto voll. Was ist denn los hier mit der Kamera? Was ist denn hier los mit der Kamera? Die macht, was sie will. Na egal, auf jeden Fall haben wir wieder mehr Essen dabei, als wir dachten. So, oggi ho ricevuto questo bel e utilissimo regalo che è una tavola da agganciare appunto alla porta scorrevole di Herman, che ci tornerà utilissima durante i nostri viaggi. Non ce l'avevamo, quindi graditissimo regalo dalla famiglia di Bjorn. E lo vernicio praticamente, utilizzando però, lo ungo più che vernicio, utilizzando l'olio naturale, che è lo stesso che abbiamo usato per fare tutti gli interni in legno della furgo. Quindi andiamo. Sono troppo piccola. Questo è il mio problema. Per fare questo, come l'altra volta, usiamo il Tung Öl e questo Balsam Turpentine, 100% resina, 100% naturale, comprato qui tra l'altro in un paese qui vicino a Berlino, e ho già fatto il mix e adesso lo applico.
Tienes ganas de montar la nueva mesa? Cool, mach mal. Es ist total cool. Meine Family hat nämlich Alessandra ein total geiles Teil für den Bus geschenkt. Das bauen wir jetzt mal an. Mal gucken, ob es passt bei uns. Aussehen tut es schon mal richtig cool. Und dann sollten wir eigentlich in Zukunft draußen kochen können. So, pero con la pesa, mit dem Gewicht ist es gut hier. Für das Gewicht sind die da. ¿Sabes? Cuando tienes la pesa, es la como esto. Es mejor que no se mueve, forse, que no tiene este elastic finger. Ich glaube nicht, dass es ein Problem ist. No creo que es un problema. Warte mal, ich hole mal einen Kocher. Ja, und jetzt hole ich noch einen Topf. Warte mal, einen schweren Topf. Aber funktioniert. Cool. Questo è estremamente pesante. Ja, wir müssen ja extrem belasten. Ja. Schön. Auf jeden Fall können wir dann draußen kochen und müssen nicht mehr irgendwie einen Tisch draußen aufstellen, wie auch immer. Sind wir flexibel und es ist unter unserem Sonnenschutz. Also insofern, auch wenn es regnet, schneit und die Sonne scheint, perfekt. Boah. Vielleicht könnt ihr das sehen, ich schwitze. Es ist pupswarm geworden in Deutschland. Und gleichzeitig hatten wir wirklich viel Druck. Also unser Zeug ist im Auto drin. Wir sind fertig. Das Auto ist gepackt also wirklich alle Schränke sind voll, alles ist fertig. Wir fahren ja jetzt nochmal für 2 Wochen nach Italien, verabschieden uns da von der Familie von Alessandra. Die wollen uns natürlich auch nochmal sehen, bevor wir 5 Jahre nach Südamerika gehen. Ja, da treffen wir auch nochmal meine Familie. Also es kommen alle. Es wird also ein richtig schönes Treffen in der Toskana. Wir haben da eine schöne Ecke in so einem wunderschönen Wald, also direkt am Meer gelegen. Das ist echt ein ganz toller Ort. Und da fahren wir jetzt erstmal hin. Aber bevor wir da hinkommen, fahren wir natürlich wieder durch Baden-Württemberg. Und ich kann es ja nicht sein lassen, wir werden auch noch mal Dominik treffen von der T3 Synco Schrauberecke. Und wir haben noch was zu machen mit ihm. Es gibt noch 2 Dinge, die ich erledigen möchte. Zum einen haben wir uns so einen Farmjack gekauft, also so einen Wagenheber, mit dem man Offroad das Auto relativ hochheben kann. Und den möchte ich vernünftig am Auto befestigen. Da habe ich auch schon ein paar Ideen, was wir machen. Dann hat Dominik ein Produkt, was ich total geil finde. Und zwar hat der Edelstahlauspuff, also Edelstahl-Endtöpfe. Die macht er selber. Und normal gibt es ja mal ein bisschen Eintragungsprobleme, aber wir haben ja keine Eintragungsprobleme, wenn wir nach Südamerika gehen. Da interessiert den TÜV ja eh keinen. Also da gibt es keinen TÜV und es interessiert keine Sau. Und dementsprechend werden wir auf dem Weg nach Italien nochmal einen Stopp bei Dominik machen. Ja, und da einen Edelstahl-Endtopf einbauen und die restlichen Arbeiten erledigen. Bleibt dabei, bleibt dran. Für heute ist allerdings erstmal Schluss. Morgen geht's auf die Autobahn. Wir sehen uns in der nächsten Woche. Freuen uns, wenn ihr da wieder dabei seid. Ciao!